Hallo und herzlich willkommen hier bei Next Gen Scientist, die Talkshow am Institute of Science and Technology Austria. Ich bin die Nadine, ich bin die Moderatorin der heutigen Show und ich freue mich so auf diese spezielle Folge. Heute mit euch, mit den Vivza Kids. Einen großen Applaus für euch erstmal. Super. Wir haben auch heute hier zwei Wissenschaftlerinnen. Wir haben einmal die Andrea Stöllner, eine Physikerin. Einen großen Applaus. Dazu direkt daneben haben wir Nico Armin Wetzel, Molekular-Zellbiologe. Großen Applaus auch für ihn. Super. Bevor wir jetzt aber starten mit euch beiden, ihr könnt noch ein bisschen entspannen, noch durchatmen, kommen wir zu einer sehr wichtigen Person, zu der Erfinderin dieses Podcast-Formats. Es handelt sich um Anna-Rita Kavakova. Bitte kommst du nach vorne zu uns und einen großen Applaus. Kavako, meine Entschuldigung, Kavako. We switch to English. Is it okay for you? Perfect for me. Perfect, okay. Anna, how did you come up with the idea of creating a podcast? Well, I remember being around this age, so for that we have to go back like 20 years. So I remember when I was 11, 12 and more. And I was very passionate about science and about the idea of one day becoming a scientist. And when I had the opportunity of creating this project, I thought that I want to do what I can to also show people how different scientists from very different fields become the professionals that they are. So what can we do to become a scientist? Thank you so much, Anna. A big applause. Großen Applaus. Thank you for having us here. Thank you. Und wir machen direkt weiter. Liebe Andrea, darf ich dich bitte zu mir nach vorne bitten? Hier auf meine rechte Seite ganz kurz. Bevor wir mit deinem Vortrag starten, könntest du vielleicht so in 1 oder 2 Sätzen zusammenfassen, um was geht es in deiner Arbeit? In meiner Arbeit geht es um statische Elektrizität und es geht ganz viel um Blitze und wie Gewitter entstehen. Super, also ich bin sehr gespannt. Ihr könnt es auch sein. Gebt einen großen Applaus und die Bühne gehört dir. Ja, hallo, mein Name ist Andrea und ich bin PhD-Studentin hier am ISTA, also ein großes Willkommen von mir. Und ich bin hier schon seit 4 Jahren, also so ein PhD hier am ISTA, der dauert 5 Jahre und ich bin jetzt schon seit 4 Jahren da, also schon eine ganze Weile. Mein Thema ist die elektrostatische Ladung und was ihr da seht, das sind 2, ich würde sagen, 2 Opfer der elektrostatischen Ladung. Das eine sind 2 ganz süße Kätzchen, die da in Styroporkugeln spielen und ihr habt es sicher gesehen, da sind ganz viele auf der Katze, die Katze war mal schwarz, dass sie weiß, sind festgeklebt. Und dann hier im zweiten Video, dieser Hund, der hat sie an der Couch einfach nur so ein bisschen gerieben und es stehen ihm alle Haare zu Berge, als wäre er so in die Steckdose gekommen, der Arme. Und jetzt haben wir erstmal die Frage, denkt ihr auch schon mal elektrostatisch geladen? Fällt euch da was ein? Ja, ein paar nicken. Wo? Trampolin, genau. Oder auch so, wenn man so durch die Röhrenrutsche durchgeht, dann auf einmal stehen dann auch die Haare. Aber genau beim Trampolin passiert das ganz oft. Man macht eigentlich gar nichts, man hüpft nur und auf einmal stehen einem alle Haare zu Berge. Und das ist genau elektrostatische Aufladung. Und alles, was da passiert ist, dass ihr was berührt habt und jedes Mal, wenn man was berührt, selbst wenn es die gleichen Materialien sind, meine 2 Hände zum Beispiel, dann lädt sie das elektrostatisch auf. Und deswegen stehen dann diesem Kind da zum Beispiel die Haare so zu Berge. Und genau das Gleiche eigentlich passiert auch in einer Gewitterwolke. In einer Gewitterwolke, da ist es kein Trampolin und kein Hund und kein Kätzchen, sondern da sind Eiskristalle, ganz viele kleine Eiskristalle. Und wenn die da vom Wind herumgeblasen werden und wenn die sie berühren, wenn sie zusammenkrachen, dann wird elektrostatische Ladung ausgetauscht. Diese Teilchen laden sie auf, sie laden sie sehr, sehr viel auf und am Ende ist die Wolke so geladen, dass ein Blitz entsteht.
Und da habe ich auch schon die nächste Frage für euch, wenn man so einen Blitz einfangen könnte, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig oder geht eigentlich gar nicht, aber wenn man es könnte, wie lang glaubt ihr, wird eine Glühbirne brennen mit der Energie von einem Blitz? Ja, da? 3 Jahre. 3 Jahre, was gibt es noch für Ideen? Ich sage sicher mindestens mehrere tausend Jahre. Oh, wow. Es ist circa 1 Jahr, das heißt 1 Jahr Energie ist in einem so einem Blitz. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir diese Blitze einfangen könnten, das wäre ziemlich cool für uns, weil dann hätten wir sehr viel Energie, sehr schnell, aber das ist natürlich sehr schwierig. Aber eigentlich in meinem Projekt geht es jetzt nicht darum, Blitze einzufangen, sondern es geht darum, herauszufinden, wieso die eigentlich entstehen und wie die in so einer Wolke entstehen. Und das Problem ist aber, diese Wolken und Blitze, die sind ziemlich unberechenbar und auch sehr hoch oben und es wäre wahrscheinlich ziemlich gefährlich, da einfach durchzufliegen, obwohl das auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Und darum versuche ich das Ganze in mein Labor zu holen und wir machen was wir in der Wissenschaft sehr oft machen, wir verwenden ein Modell. Und in meinem Fall ist dieses Modell eine ganz, ganz kleine Glaskugel und die ist so klein, die könnt ihr eigentlich gar nicht sehen. Wenn ihr so ein Haar von euch anseht, das ist immer nur 100-mal größer oder 100-mal dicker als diese kleine Glaskugel. Und das ist mein Modell jetzt für einen Eiskristall. Es ist auch durchsichtig, es ist auch richtig klein und ich will wissen, wie lädt sie dieses Modell, diese kleine Glaskugel auf. Aber natürlich, die ist so klein, es ist ziemlich schwierig, die festzuhalten. Und um das zu machen, verwende ich in meinem Experiment eine optische Falle, so nennt man das. Und was das bedeutet, ist, ich habe einen Laser und mit dem scheine ich einfach auf mein Teilchen. Der Laser wird fokussiert, das heißt zu einem kleinen Punkt gebracht. Und dann als nächstes lasse ich einfach ganz viele von diesen kleinen Glaskugeln durchregnen. Und wenn eine von diesen Glaskugeln durch den richtigen Punkt in der Mitte geht, dann wird sie festgehalten. In Wirklichkeit sieht das so aus, ihr seht da das Grün vom Laser und diese ganzen kleinen Glaskügelchen, die durchfallen. Und jetzt müssen wir nur warten, dass eins hoffentlich durch die Mitte durchgeht. Und dann seht ihr, wie die richtig aufleuchtet und festgehalten wird. Und jetzt kann ich die erforschen, so lange wie ich will. Die kann ich jetzt Tage und sogar bis zu, mein Maximum war 3 Wochen, kann ich es festhalten und dieses ganz, ganz kleine Teilchen ansehen und mir ansehen, wie sie lädt und wie sie entlädt. Genau, und von diesem Modell versuche ich dann Rückschlüsse und Ideen zu bekommen, wie das Ganze wirklich in der Wolke funktioniert und wie eben so ein Blitz entsteht. Ja, wir nehmen gerne eure Fragen. Super, einen großen Applaus für die Andrea. Genau, und jetzt liegt es an euch. Ihr dürft jetzt eure Fragen stellen. Genau, hebt einfach eure Hände. Die Heike und die Anna werden zu euch kommen, sodass ihr die Fragen stellen könnt. Wie genau kamst du dazu, genau über Blitze zu forschen? Wie bist du dazu gekommen, über Blitze zu forschen? Ich wiederhole immer alles, damit wir es dann auch auf der Kamera haben. Naja, ich habe in meinem Master schon Aerosolphysik gemacht und das ist ziemlich ähnlich. Und dann bin ich einfach da zum ISTA gekommen und mein Professor, der hat dieses Projekt gehabt und ich habe mir gedacht, das ist voll spannend, das will ich machen. Und das heißt, das Projekt war eigentlich schon da und ich habe es glücklicherweise gefunden. Die nächste Frage. Warum gibt es so ein Zeichen, wie lange du diese Glaskugel in den Laser halten kannst? Warum gibt es da ein zeitliches Limit, wie lange du das festhalten kannst? Die Frage habe ich mir auch gedacht. Ja, also weil meistens der Laser einfach irgendwann so ein bisschen, dieser Laserstrahl bewegt sich und dadurch wird alles ein bisschen instabil und dann irgendwann fällt dieses Teilchen einfach raus. Es kann aber auch passieren, dass ich zum Beispiel so einen Schraubenzieher fallen lasse aus Versehen und der fällt dann auf den Tisch und dann ist es auch weg. Also es können diverse Dinge passieren. Die nächste Frage. Findest du als Frau es schwerer, in der Wissenschaft zu arbeiten? Ich finde das als Frau schwerer, in der Wissenschaft zu arbeiten. Die Wissenschaft an sich, jetzt da zu arbeiten, das finde ich nicht schwerer. Es ist, was man sich daran gewöhnen muss, auch vor allem in der Physik, ist, man ist sehr oft in Räumen, wo sonst nur Männer sind. Und das ist am Anfang gerade vielleicht ein bisschen einschüchternd, aber ja, da muss man leider gerade noch drüber stehen. Die nächste Frage. Wo? Da.
Warum hast du eine Glaskugel benutzt und nicht so ein Eiskristall? Also warum eine Glaskugel und kein Eiskristall? Ja, ist korrekt. Der Grund ist einfach, dass mit der Glaskugel ist es einfach sehr viel einfacher, weil der Eiskristall erstens, der schmilzt wahrscheinlich. Das ist schon mal schlecht. Und außerdem die Kugel, dadurch, dass sie kugelförmig ist meine Messung viel genauer. Und das zumindest in dieser ersten Phase macht es einfach sehr viel einfacher. Aber es wäre richtig cool, das auch mit Eiskristalle zu machen. Einen großen Applaus für die Andrea. Danke nochmal dafür. Du darfst dich gerne wieder setzen und kurz relaxen. Und wir machen direkt weiter. Ich bitte den Nico nach vorne zu kommen. Einen großen Applaus für den Nico. Auch als für dich die Frage oder die Bitte, kannst du in 2 Sätzen maximal sagen, um was es in deiner Arbeit geht? In meiner Arbeit, es geht um herauszufinden, was die Gene im Körper machen, in die Zelle machen. Und ja, ich glaube, das ist schon was. Und du schaffst es in einem Satz. Großartig. Dann einen großen Applaus und viel Spaß. Toll, danke. Ja, so wie ich schon gesagt habe, in meinem Projekt geht es um herauszufinden, was die Gene in unserem Körper eigentlich tun. Und nur kurz, ihr wisst wahrscheinlich schon, dass Gene diese lange Sequenzen von DNA sind, dass sich in fast jeder Zelle in deinem Körper finden. Und diese Sequenzen von DNA, sie enthalten die Anleitung, um diese Proteine herzustellen. Und die Proteine im Körper, das wisst ihr hoffentlich auch, unheimlich wichtig. Sie sind deine Haare, sie sind deine Antikörper, die gegen Krankheiten verteidigen. Es sind auch die Enzyme in deinem Magen, die dein Essen verdauen können. So, kurz gesagt, Proteine, Gene, sehr wichtig. Wir möchten wissen, was sie tun. Und der Mensch, der besitzt etwa 25.000 Gene. Aber was meint ihr? Wie viele von denen verstehen wir eigentlich? Kann jemand vielleicht raten? Ja? Vielleicht 100. 100. Möchte noch jemand vielleicht raten? Ja? Die Hälfte. Okay. Wir verstehen etwa 10% von denen. Es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt, aber ungefähr 10%. Und das bedeutet natürlich, da gibt es noch sehr viele Fragen. 14.000 vielleicht verstehen wir ein bisschen davon, aber fast 9.000 verstehen wir wirklich nichts. Und die Frage ist, wie kommen wir denn weiter? In Forschung, da versuchen wir zuerst, das Einfache zu verstehen, sodass wir dann das Komplizierte verstehen können. Und hier geht es genauso. Wie können wir feststellen, was diese Gene überhaupt machen? Experimente auf Menschen im Labor geht leider nicht, ethisch gesehen aber auch, wir sind einfach zu kompliziert. So deswegen benutzen wir manchmal Tiere. Kennt jemand vielleicht ein Tier, das man sehr häufig im Labor benutzt? Ja, Mäuse, genau, danke schön. Die Maus, ja. Die Maus wird sehr häufig benutzt. Aber um ehrlich zu sagen, sie ist immer noch genauso kompliziert wie ein Mensch. Und es ist sehr teuer eigentlich, Forschung mit Maus zu machen. So, deswegen benutzen manche Leute andere Sorten von Tieren. Zum Beispiel die Fruchtfliege. Die ist immer noch ein bisschen zu kompliziert. Und deswegen in unserem Labor benutzen wir den Wurm, besser gesagt der Fadenwurm, C. elegans. Der ist nur 1 mm groß und so sieht er aus, wenn man unter dem Lichtmikroskop anguckt. Und was kann man da erkennen? Da kann man Kopf erkennen, Schwanz, da in die Mitte diese runde Dinge sind die Eier. Aber natürlich hat er auch viele Organe. Er hat quasi ein Gehirn, könnte man sagen. Jedes C. elegans Wurm hat genau 302 Nervenzellen. Und was toll ist, dass in jedes Wurm sind sie genau im gleichen Teil vom Körper und sind auch genau gleich verbunden mit all den anderen Nervenzellen. Und natürlich für Experimente braucht man das, dass man zwischen jedes Wurm vergleichen kann. Muskeln, Verdauungssystem, Haut. Aber was sehr wichtig ist, diese C. elegans sind durchsichtig. Wenn man mit Mäuse oder mit Fruchtfliegen zu tun hat, man weiß nicht, was da drin passiert. Das ist schwierig. Aber mit dem Wurm geht es prima. Natürlich, wenn wir Mikroskopie machen mit unseren Würmern, dann benutzen wir eher Fluoreszenzmikroskopie. Hier können wir die Gene ändern, sodass sie ein fluoreszierendes Molekül herstellen und dann können wir genau sehen, wo im Wurm, wie viel und zu welcher Zeit diese Gene dann benutzt werden. Hier könnt ihr 3 Nervenzellen sehen im Wurm. Diese Nervenzellen sorgen dafür, dass der Wurm bemerken kann, wenn man ihn berührt. Gut, so ja. Der Wurm ist einfach zu genetisch verändern, so das heißt, man kann Gene kaputt machen, man kann sie ein bisschen verändern oder man kann auch neue reintun, um zu sehen, wie die funktionieren.
Und wenn man so fluoreszierendes Mikroskopie macht, dann kann man auch sehen, wie sich, was für Änderungen dann in die Nervenzellen gibt zum Beispiel. Es ist auch sehr wichtig, dass sie leicht zu vermehren und zu züchten sind im Labor. Und man könnte auch eigentlich sagen, dass der Wurm ziemlich klug ist. Der kann unheimlich viele Sachen riechen, der kann Temperatur spüren, er kann auch Sauerstoff und Kohlendioxid messen eigentlich in die Umgebung und weiß genau, wohin er gehen soll und wo nicht. Kann auch ein bisschen lernen. Nicht so gut wie uns Menschen, aber der hat doch nur 302 Nervenzellen und wir Menschen haben doch 100 Milliarden ungefähr. Das wäre natürlich alles irrelevant, wenn wir nicht verwandt waren mit dem Wurm. Aber trotzdem haben wir immer noch sehr viele Gene gemeinsam mit dem Wurm, 8000 ungefähr. Und so in unserem Labor, was wir machen, ist, wir benutzen dieses einfaches Tier, verstehen, was ein oder zwei von diesen Gene machen und dann stellen uns vor oder extrapolieren, was es dann im Mensch macht. Und das ist, wie wir vorankommen. So, jetzt zum Schluss. Wir verstehen ungefähr 10% von den menschlichen Genen sehr gut, die Rest noch nicht. Wie kommen wir weiter? Sehr elegant, der Wurm. Dankeschön. Super, einen großen Applaus. Danke, Nico. Bitte ich auch nochmal in die Mitte zu kommen. Und jetzt liegt es wieder an euch. Ihr dürft wieder Fragen stellen. Und Heike und Anna kommen zu euch. Wer hat die erste Frage? Starten wir vorne gleich. Wie lange wird es noch dauern, bis man einen Menschen genetisch verändern wird? Wie lange wird es noch dauern in der Forschung, bis man einen Menschen genetisch verändern kann? Kann man schon jetzt machen. Ich glaube, es könnte auch sein, dass manche Labore in die Welt das schon mal gemacht haben. Das ist das ethische Sache eher, nicht das technische, das Problem. Die nächste Frage da oben. Was passiert eigentlich, wenn man jemanden genetisch verändert? Naja, es kommt darauf an, was man... Entschuldigung. Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was passiert, wenn man einen Menschen genetisch verändert? Ich meine, es kommt darauf an, was die Veränderung ist. Ich meine, wenn man versucht, jetzt irgendeine genetische Krankheit zu reparieren, dann hoffentlich wird der Mensch dann fit und heil sein. Wenn man jetzt versucht, eher irgendwas ästhetisch zu ändern, dann hoffentlich wird man nur das ändern. Aber das Problem ist, dass wir verstehen so wenig, dass wenn man anfängt, Änderungen zu machen in die Gene, das kann Konsequenzen haben, dass man noch nicht versteht. So, wahrscheinlich noch ein bisschen früh, dass man wirklich etwas anderes als nur eine Krankheit versucht zu reparieren, sagen wir. Direkt die nächste Frage da oben. Was ist das Schwierigste bei der Genforschung? Das Schwierigste. Ich meine, ich würde einfach sagen, bei Forschung insgesamt, das Schwierigste ist, wenn man nicht versteht. Man hat so viele Resultate und das eine sagt eins, das andere sagt das andere und man muss irgendwie versuchen, die zwei zusammenzubringen. So einfach die Ungewissheit. Man ist im Dunkeln und man versucht weiterzukommen. Die letzte Frage, da ist das Mikrofon schon. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Wagenburg spezielle Gene hat, dass man zum Beispiel Flügel wachsen. Oh. Könntest du einem Fadenwurm Flügel wachsen lassen? Ich könnte das jetzt nicht. Ich glaube, da verstehen wir noch nicht genug. Aber im Prinzip, ja, wenn man vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre daran arbeiten würde, könnte man das machen. Aber dann würde man wahrscheinlich eher einfach eine Fruchtfliege nehmen. Sehr gute Antwort. Einen großen Applaus nochmal für Nico. Danke dir nochmal. Darf ich da bitten? Und ich setze mich jetzt kurz zu euch, so wie es in einer Talkshow auch üblich ist, würde ich gerne mit euch einfach noch ein bisschen plaudern. Nico, weil wir gerade noch bei dir waren, was war denn bisher deine größte Herausforderung in deiner Forschung, in deiner Arbeit? Wahrscheinlich die Motivation weiterzumachen. Wenn man 1 oder 2 Jahre irgendwie nicht vorankommt, man muss sich immer andere Experimente ausdenken, aber sie trotzdem geben nicht das Ergebnis, das einem weiterhilft, dann ist es schon schwierig, die Motivation zu behalten und weiterzumachen. So, für mich, das war das Schwierigste. Andrea, wie war es bei dir? Was ist für dich die größte Herausforderung? Ja, ist eigentlich sehr ähnlich, weil man beginnt ein Experiment zu bauen und dann dauert es halt einfach mal Jahre und Jahre und Jahre, bis es hoffentlich funktioniert, vielleicht funktioniert es niemals. Und ja, einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben.
Also Motivation und Ausdauer höre ich Ja, da. ja. Also, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie beim Leistungssport, oder? Das ist sehr ähnlich. Andrea, bei dir, was würdest du sagen, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, was ist das Beste an der Arbeit? Das richtig Coole an dieser Arbeit ist, dass es sehr selbstbestimmt ist. Ich kann jeden Tag selber entscheiden, ob ich erst ins Labor gehe oder lieber in die Bibliothek ein Buch liest. Und eben auch, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, die Reisen, dass man einfach auf der ganzen Welt zum Teil herumreisen kann und seine Forschung präsentieren kann. Also selbstbestimmt sein oder selbst Freiheit. frei sein und viel erleben. Ja. Nico, was ist es bei dir? Für mich wahrscheinlich einfach, wie viele unterschiedliche Sachen da sind. So, ja, man ist im Labor, aber man plant auch, man muss auch schreiben, man muss Vorträge geben, nicht nur zu Kinderstudenten, aber auch zu anderen Forschern. So gibt's einfach, jeden Tag sieht anders aus und das gefällt mir am meisten. So eine Vielfältigkeit. Genau, da die drin zu haben. Vielfältigkeit. Ich bedanke mich vielmals für eure offene Art, ehrliche Geschichten, von euch so viel erfahren zu haben. Einen großen Applaus für unsere Wissenschaftlerinnen. Wir kommen noch zu einem letzten Punkt. Wir spielen ein Spiel, noch zu guter Letzt. In dem Spiel geht es darum, wir werden euch Bilder zeigen von Mikroskopieaufnahmen. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ihr habt auf dem Pedal immer ein A und ein B. Es gibt auch nur zwei Antwortmöglichkeiten. Und ihr müsst erraten, was es davon ist. Und ihr dürft natürlich mitmachen. Wie gut sind eure Mikroskopiekenntnisse? Mit dem Wurm gut. Mit dem Wurm gut? Schlecht. Okay, aber schauen wir mal, wer von euch beiden besser ist. Ihr werdet immer gleich sehen, was da ist. Und wir starten mit dem Spiel This or That. Was liegt unter dem Mikroskop? Aha, wir haben die Möglichkeit A, eine Ameise und B, eine Milbe. Wer schon eine Idee hat, mal nach vorne zeigen, was ihr glaubt, was die richtige Antwort ist. Okay, wow. Okay, haben alle nach oben gezeigt? Es ist die Ameise. Ein Applaus für alle Ameisen. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Bild. A, ein Stück einer Pfauenfeder oder B, ein Fliegenauge. Ah, da gehen jetzt ganz viele rote Bs nach oben. Okay, ein paar sagen, ich glaube, es ist immer noch ein A. Wie sieht es bei euch beiden aus? A, okay, ihr seid da auch immer repräsentativ mit A und B. Wir schauen, was richtig ist. Es ist das Fliegenauge. Ein Applaus. Großartig. Andrea, du bist auch Physikerin. Das ist auch authentisch. Das nächste Mal machen wir einen Test für Physikerinnen. Und wir kommen zum nächsten. Wir haben jetzt hier entweder eine Seescheidenlarve oder hauslose Schnecke. Das ist ein bisschen zaghafter. Aha, okay, da sehe ich mehr das A nach oben. Schau mal, wie ihr euch inspirieren lasst. A, okay. Es ist die Seescheidenlarve. Super, gut gemacht. Ihr habt vielleicht auch gesehen, so einfach ist das nicht. Wenn es euch interessiert, ihr weiter forschen wollt in dem Bereich, der Weg als Forscherinnen und Forscher steht euch offen. Oder in der Physik, da habt ihr dann andere Experimente, an denen ihr arbeiten könnt. Bevor wir abschließen, möchte ich das Wort aber noch abgeben, wieder an Anna, an die Erfinderin des Podcasts, die noch ein paar letzte Worte an euch und an das Publikum in der Ferne richten möchte. Anna, please come on stage for the last words of this show. All right. And to our VivTech Academy audience, a big thank you. You were really a great audience, and it was really cool to see all your questions and your answers. And I wish you the best week. I hope you have fun. And to our audience outside of this auditorium, thank you so much for joining us for another episode. Don't forget to subscribe to our channel so you don't miss a single one. And while you are there, also check the rest of our really cool content. Until then, I will be here to bring you the next generation of science, one awesome guest at a time. Tschüss!